26. Juni 2021. Wir sind in Klein-Blittersdorf, das liegt im Saarland. Und hier, ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Ja, ich stand unten auf dem Kindergeburtstag, ja, guck so ein bisschen hoch mit meiner neuen PCX, der 125er, und sehe dieses Teil mit Kennzeichen DÜW. Das steht für? Bad Dürkheim. Bad Dürkheim, ja. So, und dann habe ich gehofft, da ist jemand. Ist natürlich so, wenn man sowas baut und selbst gebaut hat. Du hast es selbst gebaut? Ja. Okay, wenn du dich mal kurz vorstellst, wie ist dein Name? Mein Name ist Dirk Wenglein. Dirk. Dirk, ja. Großes Kino, würde ich mal sagen, denn er ist nur 10 Meter lang, er ist sehr, sehr kompakt und nicht so riesig. Also ich denke, das ist auch ein Riesenplus, wenn du auf irgendeinen Platz willst, oder? Das war die Prämisse eigentlich, dass ich sage, ich begrenze ihn auf 10 Meter. Okay. Dann hast du auf den Fähren, wenn du mal übersetzen willst, eine Chance reinzukommen und halt auf den Campingplätzen, Stellplätzen. Ja. So die Höhe ungefähr, was hat er? Er hat 3,89 Meter, also knapp an die 4 Meter ran. So, wir gehen mal kurz drum rum, wenn du mal kurz mitkommst. Ja. Das war mal eine Zugmaschine, die kam jetzt aus Amerika oder war die schon hier in Europa? Die kam 2013 aus Kanada. Ja. Ich habe jetzt 4 Jahre und habe die Zugmaschine dann umgebaut, den Rahmen verlängert und den Koffer aufgesetzt. Okay, das waren 2 Jahre Arbeit. Arbeit heißt Tag und Nacht oder nur am Wochenende? Was hast du da gemacht? Nee, am Wochenende und halt alle Freizeit, die ich gehabt habe. Freizeit? Ja. Stark. Und du bist jetzt schon wie lange unterwegs jetzt mit dem? Seit letztem Jahr im Frühjahr, da ist er fertig geworden. Ja. Und gut, dann kam jetzt Corona zwischen rein und jetzt machen wir so ein bisschen kleine Ausflüge. Und wie sind so die Reaktionen? Wir stehen ja hier jetzt auf dem Platz, der ist nicht so voll. Die Leute sind begeistert? Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Ist auch was man so gar nicht anfassen kann. Also so die weiße Ware, die man ja normalerweise sieht, das ist so ein richtiger Kontrast dagegen. Was mir auffällt ist, der hat Full LED hier vorne drin. Das ist richtig cool. Der ist jetzt, was im Baujahr ist, die Zugmaschine? Der ist 2005. 2005 war. Was ist das für einer? Das ist ein International. Ja. Gehört zu der Firma Harvester. Okay. Kennen wir von Traktoren eigentlich. Mittlerweile gehört es, glaube ich, zu 30-40% zu VW. Zu VW-Konzern. Zu VW? Ja. Stark. Komm, ich zeig's mal gerade von der Seite. Denn es ist im Prinzip ein Aufbau. War das der Basisaufbau, war der schon vorher fertig oder ist der maßangefertigt? Der ist maßangefertigt. Okay, das heißt, der ist auch entsprechend dicht. Die Seitenwände, die sind natürlich klimageschützt, der ist voll winterfest. Ja, das ist eigentlich ein Kühlkoffer, wenn man es so sieht. Ja. Mit 6 cm dicken Wänden. Und ich habe dann anfertigen lassen, die große Klappe auf der gegenüberliegenden Seite und die Tür, die haben wir von vornherein schon reingeplant. Und alles andere kam dann erst zum Schluss, die Fenster. So, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass wir mal komplett drauf kriegen. Also Länge sind exakt 10 Meter? Exakt 10 Meter, ja. Exakt 10 Meter. So. 2,50 breit, wie gesagt, und 3,89 Meter hoch. 2,50 breit und 3,89 Meter, ja. Das heißt, du gehst dann auch schon mal hin mit dem Maßband und schaust dir die Brücken nochmal genauer an, wenn du drunter fahren möchtest, oder? Das wird manchmal knapp. Ja. Wird knapp? Ja. Okay. Ja gut, die meisten LKWs sind ja 4 Meter hoch. Ja. Also ich nehme an, du hast ein Navi, was auch dafür ausgelegt ist in Garmin, oder? Ja, genau. Okay. Wobei das oftmals nicht unbedingt so funktioniert. Klasse. Ja, was war denn da so der Beginn, als du gesagt hast, hey, ich plane jetzt so ein Teil? War das so fest, der soll jetzt rot sein, das soll die Zugmaschine sein, oder kam da der Zufall? Die Zugmaschine war rot gewesen schon. Okay. Und ich wollte ihn eigentlich nicht rot haben, aber wenn die Zugmaschine schon rot ist, dann bleibt er halt auch rot. Ich finde total genial. Da ist noch so ein grauer Kontraststreifen mit drin. Das habe ich auch anschließend gemacht, einfach um das ein bisschen abzusetzen. Ja. So, Dirk Trucking, du hast ja noch mal kurz beschriftet, da vorne ist eine Schlafkabine drin, die ist ja an sich schon recht luxuriös, was man so sieht in den Videos, was so drin ist. Aber die ist ausgeräumt, die Schlafkabine vorne. Okay, was ist da drin in der Schlafkabine? Da sind noch Schränke drin, rechts und links. Okay. Ist ein Durchgang in den Koffer, also man kann durchlaufen und alles andere ist hinten drin. Und der war jetzt hier in Europa schon, die Zugmaschine, oder hast du die rübergeholt? Der kam 2013 aus Kanada. Ja. Und war damals für das Fernfahrermagazin. Fernfahrer, so heißt das Magazin, war der Showtruck gewesen, 1 Jahr lang. 1 Jahr Showtruck, okay. Und dann ist er verkauft worden nach Ulm. Und der hat ihn dann auch so ein bisschen als seine eigene Firma gehabt, für Showzwecke genutzt. Und ich habe ihn dann bei ihm abgekauft. So, ich gehe mal kurz drum rum. Ganz viel, ist das Alu? Edelstahl ist hier unten, ne? Alles Edelstahl. Ist Gewicht von dem? Der hat momentan so 13,5 Tonnen.
13,5 Tonnen. Das heißt auch nicht zu schwer, was ja auch für viele Campingplatz-Eigentümer immer so ein Riesenproblem ist, wenn du kommst mit 3 Achsen. Hinten lenkt nicht mit, oder? Nee. Okay, die ist starr. Die ist starr. Ist das schwer dann, damit zu fahren, oder geht das? Das Fahren ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist, wir haben halt hier bei den amerikanischen Trucks kein synchronisiertes Getriebe. Okay. Wir haben ein Fuller 18-Gang-Getriebe drin, unsynchronisiert mit Zwischengas. Ja. Und das ist das, was die meisten dann eher das Problem sehen, sowas zu fahren. Okay, aber das macht ja nichts aus. Du fährst auch sonst LKW? Nee. Nee, gar nicht. Gar nicht. Das ist mein Hobby. Ich wollte eigentlich immer eine Zugmaschine haben, das ist mein Kindheitstraum, eine amerikanische. Und hatte vorher einen Pickup-Camper gehabt und habe das dann eben alles vereinheitlicht. Sag ich mal, eine Zugmaschine und mache ein Wohnmobil draus, dann macht das Ganze, gibt es eine Schule. Führerschein? LKW-Führerschein. Wann hast du den gemacht? 4 Jahren habe ich den gemacht. Okay, war das schwer eigentlich? Für Leute, die den machen wollen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Sache von ein paar Wochen, oder? Das Problem ist, oder das Gute ist, wenn man, sage ich mal, älteren Baujahres ist, dann ist die Theorie... Älter, wie alt bist du? Baujahr 70 bin ich. 70 bist du, ich bin 68, bin ich. Da hat man noch Träume, oder? Ja, Träumern ist es einfacher, den Führerschein zu machen, weil wir halt den alten 7,5 Tonner Führerschein Okay. haben, auch bezahlbar. Und wenn man jetzt jünger ist, und dann wird es etwas teurer, das Ganze. So, ich gehe mal kurz hier vorne hin. Das ist so das Heck. Du hast eine große Kupplung hinten dran. Ja. Das ist natürlich klasse. Ich kann beides ziehen. Ach so, du kannst klein und groß ziehen. Ja. Du hast einmal hier diesen Bock unten und dann nochmal die ganz große Kupplung hier oben. Und dann, ja, hier vorne, ich zeig's mal gerade, das ist ja genial. Du hast einen Quad mit eingebaut. Ist der Winkel okay, wenn du rauf und runter fährst? Das heißt, Das passt, ja. das passt, ja. Gut, der ist auch geländegängig. Also ich habe jetzt einen Roller, habe ich jetzt seit neuestem mit dabei, den ich mir jetzt hinten einlade. Man ist dann schon mobiler. Das macht schon... Musst du haben. Du kannst mit so einem riesen Ding halt nirgendwo in die Stadt reinfahren. Okay. Also musst du irgendwas haben, dass du mobil bist. Das brauchst du schon. So, das selbst zu bauen, es war so, du hast vorhin eine Zeichnung gemacht mit CAD oder hast mal so geguckt, wie es aussieht? Ich habe mir damals auf den nackten Boden mit Klebeband die Umrisse gezeichnet. Echt? Wie ich mir denke, wie es sein könnte. Und dann fing es irgendwann an. Und es ist eigentlich entstanden, während des Bauens ist eigentlich die Entwicklung entstanden, wie dann genau es aussehen soll. Ich habe also keinen festen Plan gehabt. Stark. Also das Rote gefällt mir gut. Also ich habe das letzte Rote, den Schweizer haben wir ja gezeigt. Der hatte 12 Meter Länge, 3 Achsen und hat sich 3 kW Solar hat er sich oben drauf gebaut. Und sieh mal an, du hast auch Solar drauf oben? Ja, ja. Es Okay. sind 6 Panels oben drauf. Und Lithium auch drin? Nee, absichtlich nicht. AGM hast du dann, okay. Also ich bin ein Gegner, was das angeht. Ist mir zu gefährlich. Glaube ich. Ja, dann Dieseltanks auf beiden Seiten, oder? Dieseltanks auf beiden Seiten. Es sind insgesamt 1000 Liter Diesel, die wir dabei haben. 1000 Liter Diesel. Der Vorteil ist, du kannst dann da tanken, wo es am günstigsten ist, oder? Ja, ich tanke nie voll. Also das da wirst du ja arm, ja. Da wirst du arm. Ja. Nächstes Jahr wollen wir eventuell an Nordkap fahren mit 3 solchen US-Trucks. Okay. Gut, dann brauchen wir halt ein bisschen mehr. Müssen wir voll tanken. Ja. Nordkap mit 3 US-Trucks. Das heißt, ihr habt euch zusammengefunden. Das da vorne ist der Luftfilter eigentlich? Was da drin? Luftfilter. Das sind die Luftfilter. 2 Stück auf jeder Seite. Ja. Allein das ist doch schon Kunstwerk, wenn man diesen Luftfilter sieht. Oder war der so? Die gehören so, nur die Beleuchtung ist halt nachträglich rangekommen. Da hat der deutsche TÜV ein bisschen Probleme mit der ganzen Beleuchtung. Ja, und ging's dann? Egal, Über Umwege. ich frag nicht. Über Umwege, ja. Also Hier vorne. Deutschland ist etwas schwierig mit sowas. Ja, es ist halt alles ganz stark reglementiert. Es gibt andere Länder, da ist das bei weitem nicht so schlimm, oder? Ja. Die Deutschen, eigentlich sagt man, Licht ist Sicherheit, aber bei den Deutschen ist das alles ein bisschen anders. Ja, Ich glaube, da gibt es so Lumenzahlen, die nicht überschritten werden dürfen und was weiß ich alles. ja du darfst auch keine orange Beleuchtung nach vorne haben, theoretisch. Ja, Da muss überall E-Prüfzeichen drauf sein, muss ja alles genormt sein heutzutage. ja, Und als alles aus Kanada kommt, aus den USA kommt, gibt es eben keine E-Prüfzeichen. okay. So, ich zeige es mal gerade von vorne. Großer Kühler. Ich nehme an, der ist auch hydraulisch gekühlt, der Kühler, wenn du es weißt. Nö. Wie hydraulisch gekühlt? Es gibt ja 2 Möglichkeiten. Da ist jetzt ein Elektromotor drin als Kühler oder der hängt irgendwie mit einer Hydraulik dran. Das ist ein Viskolüfter. Ein Viskolüfter, genau. Das ist ein Viskolüfter da vorne drin, da ist ein Caterpillar-Motor drin. 6 Zylinder, Power, wie viel hat er? 550 PS. Okay, es langt, oder? Das langt für das kleine Gewicht. Das kleine Gewicht. Spritverbrauch ungefähr, das heißt, der ist auch nicht so wild dann, oder? Im Schnitt so zwischen 22 und 24 Liter braucht. Das geht ja, okay. Eigentlich. Weil der ist wahrscheinlich auf ganz andere Zuglassen ausgelegt. Genau.
So, ich zeige ihn mal von vorne, dass wir ihn mal sehen. Das ist ein richtig schickes Teil. Darf ich mal reingucken, ausnahmsweise? Darf mal reingucken, denn ja, was hat dich hier verschlagen jetzt nach Klein-Blie? War das Zufall, dass du mal entsprechend geschaut hast, die Stellplätze? Einfach mal das Wochenende wegfahren kurz. Okay. Wir sind nicht arg weit weg jetzt von uns, von der Heimat, und der Stellplatz hat mir jetzt gefallen, deswegen sind wir mal kurz hierher gefahren. Ja, und der ist ziemlich leer. Das ist auch ein großes Plus, finde ich zumindest. Das ist richtig, ja. Gut, das Wetter war nicht so berauschend die ganze Zeit. Ja. Deswegen war es zu erwarten, dass jetzt nicht so viel los ist. 1970, ja. Es gibt ja so Dinge, wenn man sich die in den Kopf setzt und nur lange genug dran denkt, ja, dann bekommen die Füße, oder? Die Gedanken. Es dauert manchmal lange, aber sie kommen irgendwann. Das war ein Kindheitstraum von mir. Das glaube ich So was dir. mal zu haben, ja. So, ja, ich bin vollkommen hin und weg. Ich habe das gerade eben meinem Kollegen erzählt, habe ich gesagt, da steht ein großer roter amerikanischer Truck umgebaut als Wohnmobil. Da habe ich gemeint, echt? Hier in Klein-Blie? Habe ich gemeint, ja. Richtig cool. Die Treppe ist der Hammer. Das heißt also, du hast wirklich alles mit Stil umgebaut. Es fängt an bei der Treppe, die ist komplett selbst gebaut. Ja, ja. Du hast sie selbst auch geschweißt, oder? Ja, ja. Echt? Ich bin vom Fach und deswegen, da war kein Fremdgewerke dran hier eine Weile. Nichts. Nee. Ich zeig das mal gerade. Die Treppe war schon ein größerer Aufwand. Wie lang war das ungefähr zu bauen, zu konstruieren? Da habe ich, glaube ich, 2 Wochen gebraucht, bis die Treppe fertig war, mit 1000 Änderungen wieder. 2 Wochen. Ja. Das geht ja noch. Man eben begrenzt ist mit dem Einklappen durch den Rahmen hinten. Man sieht die Halterung hinten, die ist ein paar Mal umgeschweißt worden, bis alles genau gepasst hat. Was ist da drunter unter der Klappe? Das sind 2 Service-Luken auf beiden Seiten, da ist jetzt Werkzeug drin und drüben. Da darf ich ja mal reinschauen in die Klappe? kannst du reinschauen. Ja, die Leute interessiert ja immer, was. So, wird dann verriegelt. Das ist im Prinzip ein Original dann. Das ist original, genau. Das haben die auf beiden Seiten. Und da ist das Wichtigste, was man braucht, ist hier drin. Die Warnweste. Ich guck mal ganz kurz einen Blick hier rein. Leder. Kannst du reingehen. Warte mal, ich gehe mal rein. Wo ist der Griff hier zum Halten? Hier vorne, rechts. Ja. Okay. So Kinder, normal filme ich ja immer mit meiner Sony, diesmal mit dem Handy, seht's mir nach, aber ich musste das hier mitnehmen und da ich die Kamera nicht dabei hatte, so, hat eine Go-Box mit drin, dann total sexy hier vorne die ganzen Armaturen, die da sind. Guck dir das mal an hier, lauter Schalter hier, es sieht aus wie bei Star Wars, so ein kleines bisschen. Aber hier das Teil, das muss man doch lieben, oder? Ja, Ja, sagt er. auf jeden Fall. Fahrtenschreiber. Ist der jetzt nötig, der Fahrtenschreiber für dich? Der war drin gewesen, ich benutze ihn aber nicht. Ein EU-Kontrollgerät. So, Da ich, vor gewerblich gelaufen ist, muss einer drin sein. so, der Vorteil ist natürlich in Kanada, da ist schon alles metrisch. Ist das ein Schaltknüppel? Das gibt's doch gar nicht. Ach so, du hast mir das erzählt, der ist manuell. Ja. Unsynchronisiert, das heißt, man gibt Zwischengas, oder? Zwischengas oder wenn man gut fahren kann, gar keine Kupplung mehr. Gar keine Kupplung mehr. Gut, da ich das nicht kann. So, vielleicht haben wir ja gleich mal die Möglichkeit, nochmal reinzugehen. Die Auspuffanlage allein schon. Es ist so geil. Ich nehme an, du erfüllst jegliche Euronormen. Euro 6. Euro 5. Euro 5 hat er. Euro 5 hat er. Mit AdBlue-Einspritzung oder ohne? Nee, ohne. Ohne. Hat er so gepackt. Hat auf jeden Fall auf dem Papier stehen, ja. So, ich guck mal gerade von der Seite. Da hinten ist noch eine Serviceklappe. Was ist da drin? Das ist ein Fach für Stühle. Sag mal, du bist ja hier dauernd am Putzen so ein bisschen, oder? Mit dem Edelstahl? Oder ist das easy? Man muss es schon ein bisschen pflegen, ja. Ah, hier ist ein Grill drin. So, und da vorne hast du Helme drin. Klar, wenn ich Quad fahre, brauche ich auch Helme. Dann 2 Stühle, die unten drin sind. Also alles, was das Herz begehrt. Drüben ist ein Gastank noch mal drin auf der anderen Seite. Ein fester Gastank. Ja, ist natürlich ein Riesenvorteil. Einmal tanken, der hält wahrscheinlich im Sommer noch über den Winter mit, oder? Damit fahre ich jetzt schon ein Jahr rum und da sind wir noch 3/4 voll. Ich fahre ein Jahr rum.
Du heizt, habe ich gesehen, mit Gas auch, oder? Nein, ich heiz mit Diesel. Mit Diesel. Eine Truma D, was hast du dran? Eine russische Heizung habe ich. Eine russische, Ja. eine Planar, Ja. eine 4D. Und die ist, muss ich sagen, echt gut. Ja, ich habe selbst die Planar 4D, habe ich im VW-Bus und die hat 4 oder 6 kW. Was hat die in deine? Ich glaube 6 kW. 6 kW, die große. Ja. Und die macht eher zu heiß, oder, wenn man will. Also die Regelung finde ich faszinierend. Ja. Man kann auch Warmwasser mitmachen. Ja. Das habe ich auch eingebaut gehabt, diesen Warmwasser durch. Wärmetauscher. Aber es hat nicht richtig funktioniert. Ja, habe ich gesehen, die Umbauanleitung für die Planar. Also, es dauert zu lange, muss er lang laufen lassen, bis man ein bisschen Warmwasser hat. Und das Ticken, das geht dir nicht auf den Nerv nachts? Geht. geht. Also es gibt eine neue Pumpe, die etwas leiser ist bei der Planar, damit es mal nicht so ganz so tickt. Ja, aber ich habe immer Standheizung gehabt für meine alten Autos. Also man ist es gewohnt. Und Die dass es ticken. gleichbleibendes Ticken ist, geht. Das ist jedes Mal, wenn der Diesel eingespritzt wird, dann tickt so ein bisschen. Das ist aber eine Heizung, die kriegst du nicht kaputt. Das ist wirklich so. Und der Tank, ich nehme an, der hat 120 Liter? Was? Nee, hat mehr. Ich glaube 140 Liter. 140 Liter hat er. Stark. LPG kannst du von außen tanken. Ja. Das ist praktisch. Dann haben wir da die Elektrik hier drüben. Die Elektrik. Hier ist die ganze. Ach, da ist eine Mastervolt drin. Ja. Komplett. Ja, komplett. Ich glaub's ja nicht. Wie aus der Schifffahrtstechnik hier. Das heißt, du kannst das modular erweitern. Das ist natürlich so ziemlich die beste Anlage, die man kaufen kann für Geld. In großen Kreuzfahrtschiffen drin. Und allein schon der Solarregler hier, der ist schon sexy. Und du hast es sauber verbaut. Das muss ja sein. Unten, was ist da unten drin? Das ist nochmal ein Stromaggregat Ja. von Dometic mit 2,7 kW. 2,7 kW läuft auf LPG. Läuft auf LPG. Das heißt, es stinkt nicht, wenn es läuft. Es ist gekapselt, relativ leise. Ist es sehr leise oder hört man es ein bisschen? Man hört es schon, ja. Ja. Aber es ist kein Vergleich zu einem herkömmlichen Stromaggregat. Ja, ich kenne nur die dort drin sind, weil die Amerikaner, die sind so laut. Ja, Die sind meistens vorne dann im Fahrerhaus unten drunter. überdimensioniert auch. Und das läuft eigentlich relativ geräuscharm. Aber ich brauche es eigentlich auch nicht. Es ist nur für Notfall. Ich schalte es automatisch zu, wenn wirklich mal Not am Mann sein sollte. So, und da ist eine Ultra drin. Ich guck mal gerade. Ja, ist natürlich toll mit Mastervolt. Ich nehme an, die Batterien, die sind auch von Mastervolt, die drin hast? Nee, habe ich andere Batterien genommen. Hast du gemischt. Ja, habe ich gemischt. Ah, das ist schon gut, das Mastervolt. Man muss sich aber einlesen, oder? Das heißt, Es ist kompliziert, ja. Ja. Aber es ist halt, man kann alles verknüpfen. Ich habe auch meine ganzen Wassertank-Ultraschallsensoren darüber laufen über den Datenbus. über die Haustechnik. Ja, über die dann. Haustechnik. Es ist zwar teuer, aber wenn man alles zusammenrechnet hinterher, bist du dann doch, denke ich mal, kompakter und günstiger. Mhm. Also was mir gut gefällt, sind auch so die ganz kleinen Beschläge, die du hier eingebaut hast. Ja, die könnten so die nächste Apokalypse überleben. Ja, gut, das sind eigentlich Standard-LKW-Boxen. Standard-LKW-Box. Fahrzeugbauer, ja, die kommen Ja. aus Dänemark oder aus Schweden, weiß es gar nicht. Und die gibt es halt auch mit Edelstahl verblankt. Warte, ich zeig das mal gerade. Da vorne steht Dunbox drauf, wenn ich das mal filmen darf. Dann ist es dänisch, genau. Dänisch. Gasdruckdämpfer, die mit drin sind. Mensch, du machst mich richtig stolz heute. Am 26. Wir gehen mal rein. Ja, bitte. Die Seitenbeleuchtung. Bisschen unordentlich gerade, aber Ja, ich habe gesehen, deine Frau, die hat nicht so glücklich geguckt. alles gut. Alles gut, sagt er. Ja, dann gehen wir rein. Achtung, Treppe ist etwas schmal unten, wenn du reingehst. Ja, ich mach das mal gerade. Ist ein bisschen eng. Ich zeig mal gerade die Aufbautür. Die hat natürlich solche Zapfen drin. Nach dem System, du kommst ja nicht rein. Ja, das ist schon stabil eigentlich. Also Ja. Einbrechen, wenn es abgeschlossen ist, wird schon schwierig. Das ist auch sinnvoll. So, dann gehe ich mal vor. Jetzt mal gerade hier vorne rein. Das sind übrigens diese Fliegengitter mit Magnet, die ich so liebe. Die kosten kein Geld und funktionieren. Funktionieren, ja. Das ist so. Wow! Ich glaube, mein Schwein pfeift. Das ist ja der Hammer. Du hast es geschafft, die Blickachse so offen zu halten, dass nichts verbaut ist, dass du komplett durchgucken kannst. Das schafft natürlich unglaublich Raum. Und hast dann... Boah, ist der schön. Gut, das ist natürlich jetzt... Du brauchst aufs Gewicht nicht so zu achten. Ich muss auf kein Gewicht achten, deswegen kann ich massiv bauen. Dann hier vorne Küchenelemente. Die hast du auch selber gebaut? Aus dem... Das ist eine Ikea-Küche. Nee, Ikea-Küche. Ich hab's befürchtet. Warte mal gerade. Das siehst du aber heute nicht mehr.
dass es dann Ikea ist. So, übrigens, wenn Leute fragen, mit was filmst du denn heute? Ich habe einen Samsung Fold 2, das habe ich mir irgendwann mal geholt. War ganz skeptisch zum Aufklappen, aber es ist besser als ich dachte. Kriege auch kein Geld von Samsung, also ist übrigens schon das zweite. Das erste hat sich schon abgehoben. Was ich toll finde mit dem Holz hier, was war da die Idee? Die war auch schon drin in deinem Kopf, die Idee mit dem Holz? Ja gut, irgendwie muss ich es ja verkleiden und ich wollte es einfach natürlich wie möglich haben. Und ich habe selbst ein Holzhaus zu Hause, insofern ist das für mich Holz das Baumittel eigentlich. Man kann diese Schindeln kaufen, einzeln, da muss man es ein bisschen durchmischen und klebt die einfach dran. Ein bisschen durchmischen, klebt die einfach dran. Ja, mehr ist es nicht. Aber auch da die Dauer, da vorne ist das Bedienelement von der Planar. Das kenne ich schon. Das ist eine geniale Heizung. So, dann der Boiler. Das ist ein Truma-Boiler. Ja. Genau. Für warmes Wasser. Genau. Und das ist die Masterboard. Wenn du mir die mal kurz zeigst, wie das funktioniert. Also das heißt, du hast ein Display dabei und kannst über Menü du alles steuern? Ja. Perfekt. Ach, jetzt haben wir es. Dann habe ich hier die Grauwassertanks, wie man sieht. Das Volumen von den? Ich habe Frischwasser 800 Liter an Bord. 800? 2x400 Frischwasser. Okay. Und jeweils 250 Grau- und Schwarzwasser. Achso, da ist der Generator, gell? Genau. Und, okay. So, dann, was ich toll finde, hier ist natürlich der Überblick. Du bist sehr hoch. Das heißt, das spielt für dich so nicht so direkt die Rolle, ob du jetzt hier zweite, dritte oder vierte Reihe stehst. Du bist über allem. Man guckt oben drüber, das ist ganz praktisch. Ja. Guckst oben drüber. Dann das Bett, finde ich der Hammer. Das heißt, ihr schlaft quer, aber trotzdem vollkommen offen. Du könntest theoretisch, etwas kleinere Personen könnten auch längs schlafen, oder? Ja, das ist 1,60 Meter das Bett auf 1,90 Meter. Okay, 1,60 Meter auf 1,90 Meter. Dann die Schränke, die kenne ich auch. Auch Ikea. Auch Ikea. Sind aber auf den ersten Blick gar nicht erkennbar. Dann hier wieder Holz, ganz viel Holz verschafft. Ich nehme an, unter den Bänken ist auch nochmal Stauraum. Genau. Und die hast du selbst bezogen, die Bänke? Das Polster? Internet macht es möglich, man kann also auf Maß fertigen lassen. Echt? Und die Polster sind eben so, dass es zusammen wieder eine Liegefläche gibt. Hier, man kann den Tisch runterklappen. Erweitern. Und die Polster sind dann genau wiederum eine Liegefläche. So, falls der Besuch mal kommt, ich gehe mal gerade ein bisschen runter für euch. Muss mit dem Handy hier mal üben. Da sind wir. Dann überall Steckdosen an der Stelle, wo sie auch hingehören. 220 Volt und USB-Steckdosen überall, ja. Ja, die Küche, wie ist das jetzt gelöst, dass die nicht aufgehen, die Schubladen während der Fahrt? Wie hast du das gemacht? Eine ganz simple Entriegelung, nämlich hier vorne. Ich muss gerade mal gucken, wo ich den hin habe. Das ist hier unten. Stab. Ein Stab reinstecken. Weil doch einfach sehr viel Gewicht mit Schubladen ist und dann wird es hier einfach verriegelt mit dem Zapfen oben rein und gut, die sind alle blockiert. Ich fasse es nicht. Es ist so einfach, man muss nur nachdenken. Und es hat funktioniert immer. Es gab noch keine Situation. Nee, das funktioniert wirklich. Die Pushlocks ist so eine Geschichte, da ist immer ein bisschen Luft, das wackelt und scheppert. Ja. Damit ist alles wirklich verriegelt. Krass. So, den Herd. Du hast einen Dreiflammen, oder? Ja. Gut, das ist ein Standard Dometic, aber er funktioniert überall. Der funktioniert überall, ja. So, und dann eine große Spüle, wenn du die mal gerade aufmachst für mich, sag mal so lieb. Auch Ikea. Auch Ikea. Also liebe Freunde von Ikea, ja, ihr macht gute Sachen, nicht nur für Häuser, sondern auch für Wohnmobile. So, die Fenster, sind das Echtglas? Das sind Echtglasfenster, ja. Von wem sind die? Outburn heißen die. Outburn, okay. Habe ich noch nie gesehen. Hersteller. Ah, doch, ich habe von denen gehört. Ich habe die sogar gefilmt mal. Das war Zufall. In Kalka habe ich die gefilmt, auf einer 4x4-Messe, da haben die ausgestellt. Ja, ich habe die auf der Offroad-Messe in Bad Kissingen. Genau. Habe ich die gesehen gehabt. Da sind wir jetzt auch vor Ort. Ich nehme an, du hast schon Karten, weil sie sind auf 10.000 limitiert diesmal. Ja. Da gibt es nur online. Kriegt an der Abendkasse nichts. Brauche ich nicht unbedingt. Draußen nicht mehr. Ich habe alles, was ich brauche an Informationen dort gekriegt. Auch das Masterboard habe ich mich da informiert gehabt. Und, Wenn du mal gerade so lieb bist, die unten mal aufmachst. Ich will nur mal sehen, was das für ein Volumen hat, ganz unten. Ist das krass? Okay, Mülltrennsystem. Normalerweise, ich moderiere ja auch mal die ein oder andere Küche für Schmidt-Küchen. Sie ist wirklich wie zu Hause. Dann Stehhöhe, ich bin 1,83. Du hast hier locker, ich denke mal 1,98 Meter Stehhöhe. sowas wird sein. Sowas wird sein. Ist Klo?
wie schön. Eine richtige Dusche, eine ordentliche große. Das sind natürlich Haushaltsarmaturen. Ja, ist alles. Und Druckwasserpumpe. Genau. Schwarzwassertank, was ist das? 250 Liter. Okay. Das ist ein Schiffsklo eigentlich mit Zahacke. Ein Keramiktoilette. Schiffsklo mit Zahaka. Und da vorne ist das Bedienelement von Sani Marine. Und dann ein richtig schönes Waschbecken hier dabei. 2 Jahre hast du gebaut. Ja. Gut, das war natürlich auch entsprechend belastend, ja, wenn du da Tag und Nacht baust. Irgendwann Ja, wenn willst du man den Fortschritt sieht, macht es ja auch Spaß. die Lampen mit drin. Ach, ich mach mal an. Wow! Ich glaube, das macht so viel aus, das Licht. Gerade wenn es mal ein bisschen dunkler ist. Du hast halt das richtige Häke gewählt, man muss nichts kurbeln. Genau. Du drückst es einfach auf. Unten der Einstieg auch vertieft. Gut, das hier ist wirklich Wohnen wie zu Hause. Du hast aber nicht vor, jetzt hier einzuziehen, oder? Nicht wirklich. Okay. So, hier noch ein kleines Fensterchen mit drin. Ja, die Fenster, die sind schon faszinierend, muss ich sagen. Also das sind hier Echtglasfenster, wo natürlich auch nichts mal irgendwie zu Bruch gehen kann oder ist verkratzt irgendwo, wenn du jetzt hier in Italien unterwegs bist, Bäume und so weiter. Das ist ja immer so ein Ding. Hier oben hast du noch Stauräume. Da ist noch Stauraum drin hier oben. Auch Okay. das Ikea-Hängeschränke. So, und da vorne ist auch der Router. Kann ich eine Karte draußen einlegen, wenn ich mal im Ausland bin für WLAN. Stark. Und dann hast du hier die Schränke eingebaut. Ja. So, das heißt, man bückt sich so ein kleines bisschen. Das Fahrerhaus selbst ist abgekippt. Nee, das ist hier entsprechend elastisch verbunden. Genau. Das ist ein luftgefedertes Fahrerhaus, also muss es ja beweglich sein. Okay. Das ist ganz normal LKW-Plane hier als Abdichtung. Eine LKW-Plane. Und dann kann man auch hier, hat man volle Stehhöhe. Und hier hat man früher drin geschlafen, gell? Genau. So, und das ist jetzt... Ein Kühlschrank und Schränke waren hier drin, ja. Der Kühlschrank ist wo? Ja, der ist nicht mehr drin. Ach so, der ist nicht mehr war drin. Früher drin. Wo ist eigentlich der Kühlschrank bei dir? Ja, vorne. Vorne, den schaue ich mir gleich mal an. So, und ich zeige euch mal gerade den Einblick hier. So, da sind noch ein paar Reiter drauf. Und das ist das Fahrerhaus. Ist das genial. Der Hut darf natürlich auch nicht fehlen. Selbstverständlich. Selbstverständlich nicht. Stark. So, ich komme mal rein. Dann nehme ich noch einmal kurz den Kühlschrank. Ah, stimmt, den großen Tower hast du eingebaut. Dometic Tower. AES ist das, oder? Das heißt, der geht auch mit Gas? Der geht mit Gas. Geht eigentlich mit allen 3. Geht leider verkehrt rum auf, aber ich hatte den vorher schon gehabt. Jo, das macht ja nichts. Also bei mir zu Hause auch verkehrt rum. Vorteil ist, dass man etwas weniger isst dann. Genau. Der macht aber richtig kalt. Ich habe jetzt gerade eben gesehen. So, Pepsi Max, seid ihr Fans? Also ich trinke ja Coke Zero, die neue. Aber Pepsi Max schmeckt auch gut. Und der gute Salakis habt ihr drin. Brauchen wir unbedingt. Brauchen wir unbedingt. Ja, richtig cool. Was ich auch toll finde, ist natürlich der Backofen oben. Und der funktioniert so gut. Man kann sogar Kuchen drin backen, alles. Pizza kann man auch drin machen. Pizza. So, wenn ich mich mal ganz kurz reinsetze. Wenn du mal gerade so lieb bist, dich mal zu mir setzt. Ich hätte nämlich noch 1, 2 kurze Fragen an dich. Denn du hast natürlich angefangen zu bauen, bevor es diesen ganz großen Campingboom gab. Ja, da war so, das Camping war ja schon schwer im Trend, aber das hat ja jetzt explodiert. Hast du es gemerkt, jetzt auf den Stellplätzen, dass wirklich viel los ist? Oder geht's? Es geht eigentlich, ja. Man muss sich halt Plätze suchen, die ein bisschen abgelegen sind irgendwo. Jetzt hast du ja ein Fahrzeug, wo viele Leute sagen, ist das noch Camping? Aber es ist, ich habe jetzt ganz viele gesehen, also du kannst sagen, jetzt zum Beispiel bei dem Schweizer, dem 12-Meter Auto, was ich jetzt gefilmt habe, da denkst du ja wirklich, okay, da kommen jetzt ganz viele böse Kommentare, das waren vielleicht so 5%, der Rest war wirklich, die waren so absolute Bewunderung davor, dass man es selbst gebaut hat. Ich glaube, sowas fertig zu kaufen, okay, aber es selbst zu bauen... Ja, ich glaube, das ist der große Unterschied, ja. Ja. Das sind Einzelstücke, diese LKWs, und wenn man was bauen lässt, das kannst du erstmal nicht bezahlen. Okay. Und also ich habe bisher noch keine negativen
Rückmeldungen gekriegt von Leuten. Gut, du bist jetzt auch nicht so der typische Typ, ja, der hinten den so einen Porsche zieht und der Schweizer, der war komplett tätowiert, hatte sogar noch einen Chip in der Hand drin, also mit dem er die Tür geöffnet hat. Das heißt, er hat die Griffe ausgebaut vom Fahrerhaus. Okay. Hat dann die Hand dran gehalten, da ging die Tür auf und so. Er war schon ziemlich verliebt. Aber das hier ist schon recht pragmatisch, muss ich sagen. Also dann auch mit Ikea und so. Ich liebe ja Ikea-Küchen. Ich hasse immer diesen Aufbau der Küchen, muss man sagen, weil das ist schon Arbeit, oder? Ja, das Gute ist halt, das sind halt alles modulare Teile und somit kann man eben das zusammenbauen, wie man gerne möchte. Okay. Und wenn da was fehlt, fährst du wieder hin und bestellst das nächste Teil, dann funktioniert das auch. Warum man selber bauen, wenn man es fertig kaufen kann? Absolut. Ja, gerade hier so Möbelbau und ich sag mal, die Fronten allein geht gar nicht. Also da brauchen wir spezielle Maschinen für. Ja. Ja, jetzt ist dein Traum, du fährst jetzt. Sind jetzt ein paar Sachen dabei, wo du gesagt hast, naja, das könnte man nochmal ändern? Oder war es alles in allem so, wie du es wolltest? Passt eigentlich. Passt alles. Wie viel ist oben drauf nochmal Solar? Was hast du drauf gemacht? Das sind 6 Elemente oben. 6 Elemente, was haben die, 120? Ja, ich mal 120. 120 Watt, also knapp 800 Watt. Das heißt, der wird gar nicht leer, wenn du ihn irgendwo stehen lässt. Du brauchst auch keine Stromversorgung, lässt ihn einfach stehen. Batterien sind immer voll. Ja. Also mit Strom habe ich kein Problem. Und ich finde die Länge so genial. Also das hier ist ja so ein Aufbau, den du kennst aus dem Expeditionsbereich. Ihr fahrt jetzt zum Nordkap. Das ist jetzt kein Allrad, oder? Die hier. Ja gut, die beiden hinteren Achsen sind angetrieben. Beide hinteren Achsen. Beide hinteren Achsen sind angetrieben. Das heißt, du hast Mit Lichttraktion. Differentialsperren, das geht, ja. Okay. Aber So. Offroad-tauglich ist er nicht. Das ist nicht der Fall. Zeig mal ganz kurz hier vorne. Das heißt, da ist das ein Magnet oder was ist dazwischen? Ja. Und da vorne hast du so richtige Elemente mit drin. Ich muss diese Fenster, finde ich total faszinierend. Und die stoppen egal wo. Das heißt, da wird nichts eingerastet oder? Nee. Solange die Stoßdämpfer funktionieren, stoppen die ein, wenn man es gerne möchte. Prima. So, komm, wir gehen nochmal raus. Dann machen wir die Abmoderation aus Bad Dürkheim. Das war das schönste Geschenk, was du mir heute machen konntest. Dieses Auto. Guck mal hier vorne. Du hast es hier reingeklebt. Das ist Industrieboden, gell? Das ist Steinteppich, ja. Das ist ein Steinteppich. Ja. Da kommt zuerst, glaube ich, so eine Klebemasse drauf. Da kommen die Steine drauf. Hält auch für die Ewigkeit, oder? Mit Harz gemischt, die Steine. Ja. Und wird einfach wie Zement verstrichen. Ja. Hält für die Ewigkeit, ist wasserdicht und für eine Schmutzzone hier vorne eigentlich perfekt. Die Boots hier. Du hast endlich mal eine Ablage, eine ordentliche für... Sag mal hier, der TÜV muss doch gejubelt haben, der den abgenommen hat, oder? Oder ging's? Das Jubeln hielt sich in Grenzen, glaube ich. Das Jubeln hielt sich in Grenzen. Nicht so einfach. So, hier steht er. Ich gehe mal kurz hier vorne hin, dann sieht man ihn auch mal von der Seite komplett, wie er da ist. So, was vielleicht noch fehlt, ist eine Markise. Ist schon geplant. Ist auch schon eine Befestigung oben auf dem Dach vorhanden. Das muss natürlich auch entsprechend perfekt sein. Das heißt, am besten mit Edelstahl verkleidet, oder? Ich muss es mal gucken. Ne? Es ging erstmal ums Gewicht, weil wenn da so eine 4 Meter Markise dranhängt, das ist schon Gewicht und das ist oben schon einlaminiert in dem Koffer, Ja, ja. dass man sie verschrauben kann, aber das kommt noch als nächstes. Es kommt noch. Wird noch nachgerüstet. So, und einmal nochmal von vorne. Dann lasse ich euch in Ruhe heute. Und ja, wenn ihr mal kommen wollt, wir sind in Klein-Blittersdorf. Das ist tatsächlich, der Ort heißt wirklich so. Und gegenüber sind die Saarland-Thermen. Die haben schon auf, die Thermen jetzt? Ich kann das gar nicht sagen. Weißt du, das ist aber für dich kein Thema, oder? Du stehst ja am Platz Genau, und bist hier glücklich. passt alles. Passt alles. So, vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank auch dir. Gerne. Hut ab, deutsche Ingenieurskunst. Du bist aber kein Ingenieur, oder? Nee, bin nur Techniker. Du bist Techniker. Okay, klasse, aber wirklich par excellence gebaut. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, und wenn ihr wollt, German Television, ja, bitte den Kanal abonnieren. Wir haben auch einen neuen Kanal, German Television Plus. Guckt ruhig mal drauf und ja, gebt diesem Erbauer bitte ein Like und kommentiert mal, wie ihr dieses Fahrzeug findet. Denn ich finde, das ist eins der schönsten Wohnmobile der ganzen Welt. Danke fürs Einschalten. Tschüss.